Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Unboxing-Video und dem letzten und abschließenden Unboxing-Video fürs erste für die V5-Bücher. Und zwar werde ich in diesem Video die Luxury Edition von der V5 aus ihrem Paket entfernen. Ich habe sie mir extra bis zum Ende aufgehoben und ich bin schon gespannt, wie es aussieht, zumal ich bis jetzt relativ wenig Bilder von der Luxury Edition im Internet gesehen habe. Von daher lasst uns anfangen. Dann, wie gesagt, das wird erstmal das letzte Unboxing-Video für die nächsten paar Wochen oder zumindest Monate, eventuell auch Monate sein. Einfach, weil ich keine weiteren Pakete mehr habe. Wenn etwas Interessantes ankommt, werde ich das natürlich auch wieder vor laufender Kamera aus seinem Paketchen befreien. In den weiteren Videos wird es dann eher um sowas gehen wie Würfel, Regeln, andere Erklärungen, Livestream und dergleichen. Ich bin hierbei besonders vorsichtig, weil es ist immerhin doch nicht nur eins der teuersten, sondern quasi das teuerste Buch, das ich überhaupt habe. Man kann es scheinbar auch noch bei Modifius bekommen. Und wie wir sehen, habe ich es ausbekommen ohne einen weiteren ersten Fehler. Und tada! Man sieht, man hat es eingepackt. Man sieht, dass man erstmal noch nichts sieht. Das heißt, die Spannung bleibt bestehen. Und ich schiebe es hier einmal vorsichtig drauf. Das heißt, es ist in dem Bubble Wrap nochmal in einem Umschlag eingeschlagen. Und in dem Karton selber, wie ihr seht, sind nur noch die Verpackungsmaterialien und die Rechnungen, also nicht sehr spannend. Das Hauptteil ist natürlich dieses Prachtstück. Dabei werde ich jetzt erstmal gucken, wo die Öffnung ist. Aha, hier oben. Das kann man auch ohne weitere Hilfe aufmachen. So. Und jetzt. Komm her. Oh. Hier ist das edle Stück eingeschlagen. Ein besonders edles Stück Fleisch. Zumindest wenn ich von dem ausgehe, was man so von Hollywood gezeigt bekommt, wie man Fleisch normalerweise einschlägt. Man kann natürlich auch jetzt sagen, für die Veganer oder für Vegetarier ist es vielleicht mehr so wie ein eingeschlagenes Stück Brot. Das Paket vom Bäcker sah dem ganz nicht unähnlich aus. Natürlich auch nochmal dreimal zugeklebt und das scheint auch eher von Hand gemacht zu sein. Natürlich kann man es auch theoretisch aufreißen, aber ich genieße es, wenn so ein Paket ankommt, es ganz zärtlich und sanft aufzumachen und ein bisschen von der Spannung zu erhalten. Oh, komm her. So. Dumm. Schauen wir einmal. So, ist gleich mehrfach eingeschlagen. Es ist recht gut eingewickelt scheinbar. Oh, und da sehen wir schon die Stoffhülle. Allein der Anblick begeistert mich schon wirklich. Ist einfach hübsch geworden mit der. Also das ist jetzt noch nicht direkt das Buch, sondern das erste Mal das Samttuch, in dem das Buch eingeschlagen ist. Dann entfernen wir das einmal hier. Man hat halt hier in roten Samt. Man erkennt hier schon die handgeprägte Musterung. Der Rücken ist ebenso sanft und wow. Und man sieht auch hier etwas, was ich noch nicht wusste, war, dass es hier so einen roten Rotschnitt hat. Und vorne hat man nochmal Vampire, die Maskerade, eingeprägt. Jetzt gehen wir hier hin und es fühlt sich einfach auch schon nur gut an, wenn man es hier so macht. Also, das war jetzt vermutlich, weil es so lange in die Ecke gelegen hat als Paket. Hier ist auch die Naht, das heißt, es ist echt zauberhaft. So,
So viel kann man sich allein schon über eine einfache Verpackung freuen. Und jetzt machen wir einmal hier ganz sachte. Oh. Oh. Ja, ist das hübsch. Sieht hier die Marmorierung, die Prägung und alles. Oh. So, das hier ist so der Beutel, den man natürlich als Buchbeutel benutzen kann, den ich auch als Buchbeutel benutzen werde. Vielleicht auch für Würfel oder andere Sachen aufzubewahren, aber allein hier der Beutel ist schon super edel. Und den gab es quasi als Überraschung von Modifius obendrauf. Hier mit Vampire. Passend zum Ostern wird halt, kann man auch quasi sagen, dass die Reihe hiermit wiederbelebt wurde mit der 5. Edition. Also richtig wiederbelebt. So, dann legen wir das hier mal an das Rand und schauen uns das Buch hier näher an. Man sieht hier, es hat hier einen roten Schnitt, eine tolle Goldborte. Das Ganze ist sehr angenehm geprägt. Es fühlt sich super an. Man hat diese roten Fäden, die das Ganze durchziehen. An dem Rand sind verschiedene Angs eingestanzt. Das Ganze ist von Hand gebunden, meine ich. Und echt edel gemacht, das fühlt sich super an. Ich vermute, dass dann auch richtiges Leder oder so. Es gibt hier einen Stempel von Artisano della Reis, die das Buch gemacht haben. Der ist aber relativ unauffällig hier unten. Die machen auch andere Kohle Deluxe-Produkte. Man sieht hier, es ist ordentlich big, also ordentlich dick. Es hat hier eine ordentliche Bindung, ein nettes Lesezeichen. Und ja, ich bin einmal gespannt jetzt auf die erste Seite. Oh. Also das Buch fühlt sich auch wie ein Buch an und liegt auch wie ein Buch in der Hand. Man hat hier ein Zertifikat der Echtheit des Ganzen, das auch nochmal sehr edel aussieht. Das heißt, es ist die 51. Ausgabe. Es wurden davon etwas um die 500 gedruckt und ich bin relativ sicher, dass ich bei den ersten dabei war, die das Buch bekommen haben. So. Das heißt, das kommt hier hinten mal hin. Und man sieht hier auch, wie gesagt, ordentlich dick. Man hat hier eine recht dicke Seite drin, die das Ganze nochmal abtrennt. Es gibt hier einen Sticker entsprechend mit Gold. Und hier in der Namensliste steht halt tatsächlich auch bei den Special Thanks Leuten drin. Man hat hier die Rückseite. Es gibt auch hier einen Code wieder, der reingeklebt wurde, wobei ich den tatsächlich eigentlich nicht brauche. Und wenn man das hier so aufschlägt, einfach nur edel. Hat hier ein erstaunlich breites Leseband, was auch dann direkt bei der Hungermechanik drin ist. Wenn man sich hier jetzt fragt, oh, was haben sie hier für komische Markierungen reingemacht? Das ist tatsächlich, habe ich gelernt, das Kapitel zu den Disziplinen findet man da, weil die hier etwas entsprechend in die Seite reingehen. Ja. Ich kann sagen, also in so einem Buch wirken auch natürlich auch die Ingame-Texte nochmal eine Spur überzeugender. Insofern bin ich persönlich sehr zufrieden. Man hört ich weiß nicht, ob man meine Begeisterung hört, aber ich bin echt happy mit dem ganzen Buch. Und auch mit Vampire the Masquerade im Allgemeinen. Ja. Insofern mal gucken, mein Lieblingsclan. Zumindest mein Lieblingsclan von denen, die direkt schon spielbar sind. Mein eigentlicher Lieblingsclan sind und bleiben die Giovanni. Aber ansonsten spiele ich meistens Puchar. Ein Badass-Charakter, der an seine Werte glaubt. Und ja, sieht einfach klasse aus. Ja,
hier das Schädelbild finde ich auch nicht, finde ich auch sehr gut gemacht. Ich mag ja diese Sugar Skulls. Und ja, man hat hier das Buch, wie gesagt, nochmal der Goldrand. Und damit ihr es auch gut sehen könnt, einfach mal so. Ja, perfekt. Ich bin sehr, sehr begeistert. Damit war es das auch schon von diesem kleinen Ostervideo, kann ich sagen. Wie gesagt, es wird auch weitere Inhalte auf den Kanal geben. Es wird ein bisschen, mindestens eine Woche dauern, bis ich wieder was Neues zusammen gemacht habe. So, komm rein, dieses Zeichen. Und ja, allein schon, natürlich kann man hier nicht sagen, fühlt es durch die Kamera durch, aber es fühlt sich auch einfach echt gut an. Und wenn man es hier so mal links dreht, auch das Innenfutter ist sehr cool. Ich habe Kleidung, die ist weniger hochwertig als dieser Beutel. Okay, das heißt, vielleicht sollte mehr für Kleidung ausgehen, aber es ist einfach ein durchweg tolles Produkt, das White Wolf da produziert hat. Respektive Paradox Interactive, aber ist im Grunde das gleiche. So, damit kommt das dann auch hier wieder mal rein. Das heißt, wenn meine Grobmotorik fein genug ist, damit es das schafft. Also. Wenn ihr jetzt wollt, dass ich mehr über das Buch rede, ich habe auch ein paar andere Videos, wo ich etwas mehr darüber erzähle, aber das hier ist mehr so ein Luxus-Editions-Gustierungsvideo. Insofern habe ich halt diese edle Version, diese wirklich, wirklich sehr, sehr edle Version von Vampire die Maskerade in der 5. Edition und bin wirklich sehr begeistert. Ich bin mal gespannt, ob es weitere Bücher gibt, die eine ähnliche Qualität haben werden. Ich wäre auf jeden Fall dafür zu haben und bin beeindruckt und ja, werde mich an diesem Buch noch bestimmt sehr, sehr erfreuen. Vielleicht mehr so zum Angucken und zum Gustieren und Streichen vielleicht oder sowas, als zum Lesen, weil ich habe ja auch, wie ihr gesehen habt, die anderen Bücher, also das Buch mehrfach in anderen Ausgaben. Aber das hier ist eine wirklich sehr coole, sehr schöne Liebhaber-Variante und ich bin echt sehr angetan davon. Ich hätte es vielleicht schon früher auspacken sollen. Ich dachte mir, ich packe sie mir erst dann aus, wenn ich auch das Unboxing-Video mache, weil sonst werde ich es vermutlich direkt hochladen und so. Ja, das hier ist das Video. Man hat hier die Edition. Vampire, die 5. Edition, Luxus Edition. Wie gesagt, es gibt davon, meine ich, noch welche zu kaufen. Und ja, es ist einfach ein brillantes Buch, wie ich finde. Mit einem sehr hübschen Umschlag, der noch so dabei gegeben wurde. Und eventuell schlage ich sogar in das Backpapier oder Steakpapier, wie man das nennen will, nochmal ein, einfach damit dem Ding nichts geschieht. Gut, das war es dann schon. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Kommentare, einfach unten in die Kommentare rein. Kontaktiert mich auf Social Medias oder so. Und liked, subscribed, wie man so schön sagt. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.